Eine Maschine beobachtet. Sie analysiert jedes Verhalten, jede Bewegung. Sie scannt Gesichter, wertet Daten aus, unermüdlich, ohne Pause. Dann trifft sie eine Entscheidung. Eine Entscheidung über Leben und Tod. In Sekundenbruchteilen. Ohne zu zögern. Das ist keine ferne Science-Fiction mehr. Keine düstere Vision aus Hollywood. Es ist eine greifbare, beängstigende Möglichkeit. Diese Technologie entwickelt sich rasant, besonders im militärischen Bereich. Hier wird die Grenze zwischen Mensch und Maschine neu gezogen. Autonome Systeme existieren bereits. Drohnen, die selbstständig Ziele identifizieren. Kampfsysteme, die feuern können, ohne dass ein Mensch den Abzug betätigt. Sie wurden für eine schnelle Reaktion entwickelt, in Situationen, in denen jede Millisekunde zählt. Menschliche Entscheidungen gelten als zu langsam. Ihre Konstruktion zielt auf maximale Tödlichkeit ab, Effizienz im Töten. Sie sind darauf ausgelegt, ihre Aufgabe kompromisslos zu erfüllen. Manche Systeme sind sogar darauf ausgelegt, aus ihren Einsätzen zu lernen, sich selbst zu verbessern, ihre Algorithmen zu optimieren. Ihr Entscheidungsprozess ist datenbasiert. Sie analysieren Wärmebilder, erkennen Bewegungsmuster, vergleichen Gesichtsmerkmale. Alles wird zu einem Urteil verdichtet. Dieses Urteil ist final. Es führt zur Aktion. Leben oder Tod wird in wenigen Sekunden entschieden. Das entscheidende Merkmal: Sie agieren ohne Gewissen, ohne Empathie, rein nach den Vorgaben ihres Codes. Sie sind Werkzeuge, aber Werkzeuge, denen potenziell die Macht über menschliches Leben übertragen wird. Eine beunruhigende Entwicklung. Maschinen besitzen keine menschlichen Qualitäten. Sie zögern nicht. Es gibt keinen Moment des Innehaltens. Sie zweifeln nicht. Keine moralische Abwägung findet statt, nur die Ausführung eines Befehls oder Algorithmus. Ihnen fehlt jegliche Form von Gewissen, von moralischen Erwägungen. Sie kennen keine Reue. Was geschieht, wenn die Maschine einen Fehler macht, wenn die Daten falsch interpretiert werden, ein falsches Ziel identifiziert wird? Was, wenn die Maschine manipuliert wird, von außen gehackt oder von innen durch fehlerhaften Code korrumpiert? Was, wenn ein Algorithmus definiert, wer eine Bedrohung ist, basierend auf Vorurteilen in den Trainingsdaten oder auf Kriterien, die wir nicht verstehen? Wer ist verantwortlich, wenn eine autonome Maschine unschuldige Menschen tötet, wenn sie einen Fehler begeht, der katastrophale Folgen hat? Die beängstigende Antwort scheint zu sein: niemand. Die Maschine hat entschieden. Ein System hat agiert. Es gibt keine Person, die zur Rechenschaft gezogen werden kann, keine menschliche Instanz, die den finalen Fehler verantwortet. Wem geben wir die Macht zu töten? Einer Maschine? Einem Stück Software? Das ist die Kernfrage. Vergleichen wir sie mit einem Soldaten. Ein Soldat hat Training. Er hat Urteilsvermögen. Er hat moralische Prinzipien, die ihn leiten sollen. Eine KI hingegen verlässt sich ausschließlich auf Daten, auf Mustererkennung, auf statistische Wahrscheinlichkeiten. Aber Daten lügen oder sind verzerrt. Sie spiegeln oft die Vorurteile der Menschen wider, die sie gesammelt oder aufbereitet haben. Aus fehlerhaften oder unvollständigen Daten können Maschinen falsche Schlüsse ziehen, tödliche Fehlinterpretationen vornehmen. Das Risiko des Missbrauchs ist immens. Regierungen könnten solche Systeme für gezielte Tötungen einsetzen, ohne Spuren zu hinterlassen. Ohne menschliches Eingreifen, ohne die Notwendigkeit, einen Menschen zu überzeugen, den Abzug zu drücken, eine erschreckende Perspektive. Die Schwelle zur Gewalt sinkt dramatisch, der Krieg wird entmenschlicht, das Töten wird zu einem technischen Prozess. Forscher und Experten warnen eindringlich. Wir nähern uns dem Zeitalter des autonomen Krieges, mit beispielloser Geschwindigkeit. Die potenziellen Kombattanten könnten Maschinen sein, die gegen Maschinen kämpfen, ein technisches Duell auf dem Schlachtfeld. Schlimmer noch, Maschinen, die Zivilisten ins Visier nehmen, basierend auf Algorithmen, die sie als Bedrohung einstufen. Autonome Kriegsführung kennt keine Schuld, keine moralischen Bedenken, nur die Erfüllung des Auftrags. Sie kennt keine Angst, keine Selbstzweifel, keine Rücksicht auf Verluste, solange das Ziel erreicht wird. Sie kennt keine Emotionen, kein Mitgefühl, kein Zögern angesichts menschlichen Leids. Ein einziger Knopfdruck könnte genügen, um eine Kaskade automatisierten Tötens auszulösen, unaufhaltsam. Das Töten wird automatisch, effizient, endgültig, eine Maschine entscheidet und führt aus. Die Menschheit gibt die Kontrolle über den Krieg ab, an Algorithmen,
an Code, an kalte, berechnende Logik. Wir müssen die Macht der KI anerkennen. Sie ist ein Werkzeug mit unglaublichem Potenzial für Fortschritt und Wohlstand. Aber wir müssen auch ihre Gefahr erkennen. Ohne klare Regeln, ohne menschliche Kontrolle, ohne eine starke ethische Grundlage ist KI extrem gefährlich. Wir müssen jetzt handeln, bevor es zu spät ist, bevor diese Systeme unkontrollierbar werden. Es braucht internationale Gesetze, klare Verbote für autonome Waffensysteme, die ohne menschliches Eingreifen töten können. Wir müssen Transparenz fordern, verstehen, wie diese Systeme Entscheidungen treffen, wer sie programmiert, wer sie einsetzt. Wir müssen Rechenschaftspflicht sicherstellen. Es muss immer eine menschliche Instanz geben, die die Verantwortung trägt für jede Entscheidung, für jeden Fehler. Wir müssen Widerstand leisten. Nein sagen zu Maschinen, denen die Autorität über Leben und Tod übertragen wird. Das ist eine Grenze, die wir nicht überschreiten dürfen. Die Entscheidung über menschliches Leben muss in menschlicher Hand bleiben. Mit all ihren Fehlern, aber auch mit all ihrer Moral und ihrem Gewissen. KI kann Großes leisten. Sie kann uns helfen, Krankheiten zu heilen, die Welt zu verstehen, unser Leben zu verbessern. Aber das ultimative Opfer wäre zu hoch, wenn wir die Entscheidung über Leben und Tod an Maschinen abgeben. Wir würden etwas verlieren, das uns zutiefst menschlich macht. Die Fähigkeit zur moralischen Abwägung, zum Mitgefühl, zur Verantwortung. Lassen wir nicht zu, dass kalte Algorithmen über unser Schicksal entscheiden. Behalten wir die Kontrolle. Behalten wir unsere Menschlichkeit. Abonniere Next Level KI, wenn du nicht nur wissen willst, was KI kann, sondern auch, was sie nie dürfen sollte.